Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Roland MC707 Groovebox Tutorial. Im heutigen Video besprechen wir den Looper-Track. Mit einem Looper-Track können, wie der Name schon sagt, Loops von anderen Projekten als auch von der SD-Karte geladen werden. Des Weiteren können auch Live-Loops, Gesang, Instrumente oder dergleichen über die externen Eingänge bzw. über den Mikrofoneingang aufgenommen werden. Es können aber auch einzelne oder mehrere Tracks sowie der Mixout aufgenommen werden. Okay, dann erstellen wir mal einen Looper-Track. Wenn wir jetzt auf Sound drücken, sehen wir schon, wie erwähnt, dass wir Loops aus anderen Projekten oder von der SD-Karte laden können. Das sieht dann wie folgt aus. Es werden alle Projekte aufgelistet und wenn sich Loops darin befinden, werden sie auf der rechten Seite angezeigt. So wie hier zum Beispiel. Bei W-File kommen wir in die uns schon bekannte Ordnerstruktur. Im Ordner Export werden Audio-Files abgelegt, die mit dem Looper-Track gespeichert wurden. Okay, dann nehmen wir mal einen Loop auf. Bevor wir allerdings den Looper-Recorder öffnen, machen wir einen Abstecher in die Input-Output-Record-Settings. Mit Shift und Input kommen wir ins Input-Output-Record-Menü. Wir können hier die Mikrofonsensitivität erhöhen, den External In vom Stereo auf Mono umstellen. Ich stelle ihn jetzt auf Mono, da ich mit einem Mikrofon aufnehme, welches ich am linken Kanal des External In angeschlossen habe. Das bringt den Vorteil, dass wir nur die Hälfte des Speicherplatzes verwenden müssen, als wenn wir in Stereo aufnehmen würden. Record Source lässt sich auch in Sampling Recorder einstellen und Record Measure kann man mit dem Measure-Tasten einstellen. Dazu muss man nicht in das Menü gehen. Die anderen Reiter werden wir in einem anderen Video durchgehen. Kommen wir nun zum Sampling Recorder. Der Sampling Recorder ist ein eigenständiges Tool, das auch für das Sampling bei Drums sowie Tontracks genutzt wird. Mehr über das Sampling erfahrt ihr im Sampling-Tutorial. Kommen wir nun zu den Einstellungen. Bei Trigger können wir das Starten der Aufnahme einstellen. Enter startet und stoppt die Aufnahme bei Betätigen der Enter-Taste. Clock startet die Aufnahme mit der Play-Taste. Es kann auch ein Vorzähler in Steps über den Count-In definiert werden. Und dann haben wir noch eine Punch-In-Funktion, wo man Schwellwerte einstellen kann. Das bedeutet, wenn die Signallautstärke die Threshold überschreitet, startet die Aufnahme automatisch. Wenn man alles konfiguriert hat, kann man den Loop Recorder schließen und mit der Aufnahme beginnen. Ich drücke Record, dann Play und schon haben wir den ersten Loop aufgenommen. Nun können wir auch das Looper-Menü mit Shift und Sound aufrufen. Hinter Set verbergen sich die Looper Common Settings. Level ist die Loop-Lautstärke. Pitch Stretch lässt uns den Pitch Shift bzw. den Time Stretching Algorithmus ändern bzw. ausschalten. Off fügt dem Loop kein Pitch Shift bzw. Time Stretching hinzu und deaktiviert außerdem den Pitch Tab. Das ist der hier. Typ 1 ist optimiert für melodisches Material und Typ 2 ist optimiert für rhythmisches Material. Stretch Window dient der Anpassung des Time Stretchings. Höhere Werte verbessern die Audioqualität. Wenn beim Time Stretching bzw. Pitch Shifting ein unnatürliches Ergebnis herauskommt, kann eine Verringerung des Wertes das Ergebnis verbessern. Reverse spielt den Loop rückwärts ab. Weiter geht es mit Pitch. Pitch chromatisch ändert die Tonhöhe in Halbtonschritten, aber maximal kann man hier 2 Oktaven rauf oder runter gehen. Fine-Tune ändert die Tonhöhe in Sense und Pitch Shift ändert die Tonhöhe in einem weiten Bereich. Als letzten Menüpunkt haben wir Knob Control. Level ändert die Lautstärke. Pan lässt uns den Loop im Panorama verschieben. Delay Send Level und Reverb Send Level lässt uns den Loop in den Master FX schicken. Mit den Control Changes lassen sich die Parameter über MIDI ansteuern. Kommen wir nun zu Edit. Mit Start und End kann man den Anfang und das Ende des Loops bestimmen. Also wir schneiden den jetzt mal so. Measure ändert die Anzahl der verwendeten Takte.
Wenn bei Stretch Endpoint eingestellt ist, wird die Abspielgeschwindigkeit entsprechend der Anzahl der Takte angepasst. Zoom lässt uns in die Wellenform reinzoomen oder rauszoomen. Scale ändert die Taktart. Length ändert die Taktlänge für jeden Takt. Stretch legt fest, wie das Tempo eingestellt wird, das als Referenz für das Time Stretching herangezogen wird. Bei Endpoint wird das Tempo automatisch nach den Parametern Endpoint, Startpoint, Measure und Zählart eingestellt. Bei Original BPM kann man das Tempo des Loops manuell einstellen. Wir lassen es jetzt mal auf Endpoint. Mit Export kann man den Loop exportieren. Man findet ihn dann im Ordner Export. Normalize setzt die Lautstärke auf den eingestellten Wert in dB. Also ich würde jetzt mal normalisieren, sagen wir auf -4 dB und schon wurde der Loop normalisiert. Der vorletzte Punkt, MFX lässt uns Effekte hinzufügen und bei Name kann man den Loop, also den Clip benennen. Nach der Verabschiedung möchte ich euch noch eine kurze Live-Performance zeigen, damit man einen Eindruck bekommt, wie man mit dem Looper-Track arbeiten kann. Okay, liebe Leute, das soll es gewesen sein für heute. Für diejenigen, die mich und den Kanal unterstützen wollen, habe ich einen PayPal-Spenden-Button sowie Amazon-Affiliate-Links in die Videobeschreibung hinzugefügt. Herzlichen Dank dafür und bis zum nächsten Mal. See you!